Mara ya kwanza kukamata jangili, moyoni nilifurahi kwa sababu niliona nimefanya kitu ambacho kilikuwa kwenye damu yangu, ambacho nilikuwa natarajia sana kukifanya. Kwa hiyo nilipokamata jangili kwa mara ya kwanza nilijiona kama mshindi sana. Kwa sababu nimeweza kutimiza ndoto zangu za kuzuia ujangili. Wir sind in Tansania, einem Land, das eine atemberaubende Natur hat, doch genau die ist bedroht. Sogar 60% aller Elefanten im Land wurden bereits abgeschlachtet und im vergangenen Jahrzehnt wurden mehr als 1000 Parkranger weltweit getötet. Dafür verantwortlich sind oft Wilderer, die illegal Tiere auf brutalste Weise töten, um sie etwa auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Wir wollen euch Menschen zeigen, die genau dagegen ankämpfen. Wir fahren jetzt in den Udzungwa Nationalpark hier in Tansania und treffen Asha. Asha ist die erste weibliche Parkrangerin in ganz Tansania und sie wird uns ein bisschen was erzählen, wie die Arbeit als Ranger ist. Es ist nämlich eine tatsächlich sehr gefährliche Arbeit. Außerdem wird sie uns noch ein bisschen was erzählen, wie es denn so ist, als erste Frau so eine Barriere zu durchbrechen, gerade in einem Land wie Tansania. Der Job von Rangern ist vor allem der Naturschutz. Und darunter fällt größtenteils der Schutz von Wildtieren vor illegaler Wilderei. Dafür durchstreifen sie in ihrem Team regelmäßig die Schutzgebiete, um dort nach dem Rechten zu sehen. Oftmals sind sie hierfür lange unterwegs und müssen dementsprechend ausgerüstet sein. Nimeshika silaha hii hapa kwa ajili ya kujilinda. Alafu nina begi. Kwenye begi hili kuna sleeping bag na combat za kubadilisha na baadhi ya nguo za kubadilisha kwa ajili askari unaweza kuweka kokote kuweka kambi. Doria haina muda maalum. Doria inategemea kwa sababu unaweza ukasema unafanya doria kwa masaa 3 au 4, 5 wherever, lakini ukakuta kuna dalili. Sasa ukikutana na dalili ni lazima uhakikishe unafuatilia zile dalili kujua kwamba nini dalili za nini, kama ni za ujangili mpaka kuhakikisha kwamba umemkamata jangili huyo. Kwa hiyo askari kama askari hana muda maalum wa kwanza doria. Inamalizika kulingana na hali itakavyokuwepo. Die tägliche Arbeit von Parkrangern verlangt ihnen einiges ab und ist körperlich sowie mental herausfordernd. Das merke ich gerade selbst. Gott sei Dank läuft hier ein untrainierter, übergewichtiger Weißer mit, sonst würdet ihr gar nicht sehen, wie anstrengend das Ganze ist, weil wenn man den Rangern hier so zusieht, dann sieht das Ganze relativ leicht aus. Die wissen schon, was sie tun, völlig im Gegensatz zu mir. Die Arbeit von Rangern besteht unter anderem darin, Wilderer zu stoppen. Doch was kann man sich unter Wilderei in Tansania eigentlich vorstellen? Wilderei beginnt im Prinzip schon bei der Schlinge, die ein Dorfbewohner legt, um eins der unzähligen Gnus zu fangen, die durch seinen Gemüsegarten trampeln und das er dann mit seiner Familie zusammen isst. Das Phänomen reicht aber auch bis hin zu professionell organisierten kriminellen Gangs, die Elefanten in Nationalparks wildern und das Elfenbein auf dem internationalen Schwarzmarkt verticken. Mara ya kwanza kukamata jangili, moyoni nilifurahi kwa sababu niliona nimefanya kitu ambacho kilikuwa kwenye damu yangu, ambacho nilikuwa natarajia sana kukifanya. Kwa hiyo nilipokamata jangili kwa mara ya kwanza nilijiona kama mshindi sana. Kwa sababu nimeweza kutimiza ndoto zangu za kuzuia ujangili. Schätzungen zufolge liegt der weltweite Umsatz von Wilderei bei rund 20 Milliarden Euro pro Jahr, Tendenz steigend. Der illegale Wildtierhandel ist damit größer als der illegale Waffenhandel. Treibende Kraft der Wilderei bei Elefanten, Nashörnern und Schuppentieren ist etwa die hohe Nachfrage in vorwiegend asiatischen Ländern. Während in China Elfenbein beispielsweise als Statussymbol und Luxusobjekt gehandelt wird, gibt es in Vietnam und Thailand eine gesteigerte Nachfrage nach Nashornpulver, unter anderem in der traditionellen Medizin. Meist kommen die Täter aus den umliegenden Dörfern und töten Wildtiere, um sich und ihre Familien zu ernähren. Tunajua kwamba tunafanya kazi, kuna changamoto unakutana na wanyama wakali, wakati mwingine wanajeruhi askari au kupoteza maisha kabisa ya askari, lakini tunajitahidi kuwa makini kwa jinsi ambavyo tumefundishwa kwa kukwepa. Ikitokea, imetokea kama ajali zingine zinazotokea sehemu zingine kwa watu wengine wanaofanya kazi sehemu zingine. In erster Linie sind aber nicht Löwen oder Flusspferde gefährlich für Wildhüter. Es sind andere Menschen. Wilderer oder Milizen gehen immer skrupelloser vor und greifen die Ranger sogar häufig an, wenn sie erwischt werden. Auf Wilderei stehen in Tansania und in den Nachbarländern hohe Gefängnisstrafen. Daher erscheint es manchen Wilderern als das kleinere Übel, einen Wildhüter zu überwältigen und zu fliehen, als sich zu ergeben.
Neben ihrem Job als Rangerin hat Asha natürlich auch andere Verpflichtungen in ihrem Privatleben. Sie ist Mutter und muss sich neben der Arbeit auch um ihre Familie kümmern. Aber auch Zeit für sich selbst muss sein. Ama nikiwa na nafasi, nikiwa kama siko kazini, napenda kwenda saluni, kubadilisha muonekano, kurudi nyumbani kufanya shughuli za nyumbani, kupika, kufanya usafi wa nyumbani, kila kitu ninavyofanya. Asha ist eine Vorreiterin in ihrem Land. Das sieht auch ihr Ehemann so und unterstützt sie dabei. Kwa sababu tulikutana niko kwenye hii kazi na anafahamu kazi zangu zilivyo. Kwa hiyo ana shida nimekubaliana naye. Was Asha als Rangerin in ihrem Heimatland Tansania so besonders macht, ist die Tatsache, dass sie eine Frau ist. Denn das ist ein ziemlicher Ausnahmefall dort. Nilikuwa kama askari wa kike wa kwanza kuajiriwa katika hifadhi ya taifa Tanzania. Nilipoajiriwa kuna jamii za Kiafrika wanaume hawapendi kuonekana kwamba wameshindwa na mwanamke, wengi wao. Sasa nilipoanza kuwakamata, kuna mmoja aliweza kuhama kijiji kabisa kwa kuona aibu kwamba amekamatwa na mwanamke. Noch immer bestehen sehr traditionelle Rollenbilder im Land, die Frauen abwerten und ihnen oftmals auch das Recht auf Arbeit verwehren. Es kommt immer noch vor, dass Männer Frauen in gewissen Rollen nicht akzeptieren. Asha findet, dass jeder Ranger sein kann, unabhängig vom Geschlecht. Katika utendaji kazi upande wa mwanamke na mwanaume tofauti inaweza kawepo, lakini ni kidogo sana. Kiutendaji kazi tunaweza tukasema kwamba tunalingana, lakini mwanaume atabaki kwa mwanaume na mwanamke atabaki kwa mwanamke. Hiyo ipo, na ukija kuangalia kwenye sisi ni Waafrika, mara nyingi makabila mengi watu jikompei. Yaani in short ni kwamba mwanamke ni mwanamke na mwanaume ni mwanaume. In ihrem Team stehen ihre männlichen Kollegen hinter ihr. Und das ist auch wichtig, denn in diesem Job muss man sich zu 100% auf seine Kollegen verlassen können. Und ist man erstmal im Dschungel, spielen Geschlechterrollen keine Rolle mehr. I really like working with Asha because she's really motivating us when we are in the working field. She's a charming woman. Yeah, she's a bit crazy for good. She really know how to joke each other. So when we are at working field, we really laugh. She made us happy and laughing. So it's really motivating us. Of course, I can say she's a bit different as you see her. She's quite big, but she can walk in a steep slope, whatever. We can just pass in a heavy bush, whatever. We can walk long distance with her without any problem. And sometimes we can stay a long time even without eating, but she can manage. So she is quite different. Yeah, I like her. I like her for sure. Obwohl Ashas Kollegen sie sehr schätzen und sie als Team gut zusammenarbeiten, hat sie anfangs viel Sexismus erleben müssen. Kweli walifikiri kwamba sitaweza, wengi walifikiri kwamba sitaweza. Kupitia hiyo ilinipa moyo wa kufanya kazi kwa nguvu ili kuonyesha kwamba naweza. Na nilifanikiwa, niliweza kwa sababu nilifanya kazi kwa juhudi sana na ilipelekea wenzangu askari wa kike wengine kuajiriwa. Mittlerweile sind etwa 11% der Wildhüter weltweit weiblich. Zwar sind sie immer noch erheblich in der Unterzahl, aber Frauen werden in diesem Berufsfeld immer mehr gefördert. Gerade in afrikanischen Ländern, in denen Wilderei ein großes Problem darstellt, das bekämpft werden muss. Das bringt zwar große Gefahren mit sich, doch das hält Asha nicht auf. Wir hoffen, diese Reportage über Tansania hat euch einen kleinen Einblick in die aktuelle Lage von Rangern in den Naturparks gegeben. Auch Asha hat eine Hoffnung. Mimi nashauri dunia nzima tujitahidi sana kulinda hifadhi zetu. Hifadhi sio ya mtu mmoja, hifadhi sio kwa ajili ya askari tu, ni kwa kila mtu, kwa sababu ina faida kwa kila mtu. Kwa hiyo tusichukulie kwamba askari kazi yake ni kulinda hifadhi. Hapana.